versuche tatsächlich immer perfekt zu sein. Oh, weißt du, wie mich das manchmal ankotzt? Sich immer im Griff zu haben? Ist doch klar, dass ich dann unnahbar werde. Dass sich keiner mehr an mich rantraut. Was habe ich davon? So bin ich eben, schnell und spontan. Ich hoffe, du hast das jetzt nicht in den falschen Hals bekommen. Ein Kuss ist ein besseres Dankeschön als eine Schachtel Pralinen. Ich brauche dringend was zu trinken. Hat mich sehr gefreut, der Song. Der hatte definitiv keine Berührungsängste mit perfekten Frauen. Und, willst du ihn in Shanghai besuchen? Ja klar, ich kann es kaum erwarten. Natalie. Ja? Ich glaube, ich habe vorhin auch so überreagiert, weil ich manchmal ein bisschen neidisch auf dich bin. Wieso das denn? Weil du jemanden hast. Du meinst Ansgar? Das ist aber ziemlich dämlich. Besonders, wenn man Ansgar so gut kennt wie du. Ansgar hat bei dir tatsächlich mehr Glück als Verstand. Aber ihr seid doch noch glücklich, oder? Wenn ich ihn ganz für mich hätte. Ohne Tanja? Ach, die beiden können einfach nicht von ihrem Privatkrieg lassen. Und bei diesem ganzen Theater auf Königsbrunn habe ich gar nicht gemerkt, wie einsam du dich fühlst. Naja, einsam. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Weißt du was, Carla? Wir sollten uns viel öfter streiten. Wir hatten schon lange kein so offenes Gespräch mehr. Nein, weißt du was? Wir sollten viel öfter mal einen Frauentag einlegen. Hemmungslos quatschen, lästern. Und essen. Mir hängt der Magen bis zu den Knien. Warum sagst du es nicht gleich? Los! Ich glaube, die ganze Sache mit Gregor hat Rebecca mehr zugesetzt, als sie zugeben will. Und ich bin nicht ganz unschuldig daran, dass Gregor Schluss gemacht hat mit ihr. Wieso? Meinst du, er ist immer noch... Nein, nein, nein. Das ist vorbei. Aber ich habe eine ganze Menge Scherben hinterlassen. Und die hat Rebecca jetzt zu spüren bekommen. Vielleicht hätte es auch zwischen den beiden sonst nicht geklappt. Also ich finde es gut, dass sie ihr Praktikum in New York macht. Als angehende Designerin ist das genau das Richtige für die Karriere. Apropos, es wird Zeit, dass ich mich mal wieder um meine Zukunft kümmere. Aber du willst nicht wieder modeln, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Dann geh doch am besten zurück zur Musikhochschule. Nee, das wird auch nichts mehr. Meine Hand ist zwar wieder ganz gut zusammengewachsen, aber Konzertpianistin werde ich in diesem Leben bestimmt nicht mehr. Ach komm schon, wer sagt denn sowas? Ich will das auch nicht mehr. Ich will was ganz anderes machen. Ja, und was? Mal sehen. Meinst du, ich kann Elisabeth fragen, ob ich in der Holding arbeiten kann? Vielleicht im PR-Bereich. Öffentlichkeitsarbeit könnte mich interessieren. Öffentlichkeitsarbeit. Musik war doch immer dein Leben. Jetzt aber nicht mehr. Das ist vorbei und ich will darüber auch nicht mehr rumdiskutieren. Du könntest mich ruhig ein bisschen mehr unterstützen. Hey, das mache ich doch. Aber Nichts? Hallo, jemand zu Hause? Ja, was gibt's denn? Die Cola und der Latte Macchiato. Danke. Gregor, warum bist du nicht zu Rebekkas Abschied gekommen? Sie hätte sich bestimmt gefreut. Ich habe sie zum Taxi gebracht. Ich finde, es reicht. Ja und? Wechsel bitte das Thema. Okay, wie du willst. Die Arme. Liebeskummer ist so ätzend. Ja, aber wenn Manhattan nicht vom Liebeskummer ablenkt, was dann? Ist trotzdem blöd, dass sie weg ist. In so einer Situation ist Abstand das Beste. Ja, klar, wenn man unglücklich verliebt ist, so ganz ohne Hoffnung. Ich meine, manchmal merkt man ja auch ganz plötzlich, dass der andere nicht der Richtige oder die Richtige ist und man bleibt einfach befreundet. Ja, manchmal. Ich muss los. Mein Redakteur will bis morgen noch 500 Kurzinterviews zum Thema, wo spüren Sie die Inflation am meisten? Ich schätze, wir sehen uns beim Frühstück. Hey, soll ich dir helfen? Zu zweit geht's doch viel schneller.
Danke. Es ist doch ein Witz, dass eine Frau wie du unfreiwillig Single ist. Es ist gar nicht so einfach, als alleinerziehende Mutter jemanden kennenzulernen. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in einem Club war. Wer sagt denn, dass man nur in Clubs flirten kann? Ja, weil da die Sache wenigstens klar ist. Und es kommt nicht wieder zu Missverständnissen. Ja, wie neulich zum Beispiel. Ich hatte geschäftlich mit einer Frau zu tun, die fand ich ganz interessant. Und Elisabeth hatte mir auch noch zugeredet. Ja, so weit, so gut und dann? Ja, sie war hetero. Verstehe. Aber die Frau da drüben ist garantiert nicht hetero. Die in der blauen Jacke, die guckt schon die ganze Zeit zu dir rüber. Nicht so auffällig, Carla. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mir 2 Löcher in die Zeitung bohren oder wie stellt sie es vor? Jetzt guck halt noch mal hin. Ja, und? Die sieht doch total gut aus. Ja, und? Sie hat dich angelächelt. Es hat noch lange nichts zu sagen. Nur weil sich unsere Blicke getroffen haben. Eben, weil sie rübergesehen hat. Nicht jede Frau, die zu mir rüber sieht, will auch was von mir. Vielleicht denkt sie sich auch, schicker Mantel, den hätte ich auch gern. Quatsch. Die ist definitiv interessiert. Du bist total traumatisiert. Was? Du bist noch eine schlimmere Kupplerin als Elisabeth. Jetzt lass uns das Thema wechseln. Nein, das werden wir nicht. Ganz im Gegenteil. Nathalie? Entschuldigen Sie die Störung. Sie stören ganz und gar nicht. Nein, Sarah hat noch gar nicht mit mir darüber gesprochen. Wie kommt sie denn auf PR? Will sie nicht wieder an die Musikhochschule? Nein. Und warum nicht? Sie denkt, dass sie nicht mehr gut genug ist. Schließlich hatte sie ja die Hand gebrochen. Und stimmt das denn? Du warst ihr behandelnder Arzt. Aus medizinischer Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, dass Sarah irgendwann wieder so gut spielt wie vor dem Unfall. Ja, sie hat sehr viel durchgemacht. Sie hat auch lange nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich hat sie Angst. Könntest du sie nicht ermuntern? Vielleicht wartet sie nur darauf. Entschuldigen Sie bitte ganz kurz. Sorry, darf ich dir vielleicht ganz kurz ein paar... Die junge Dame, darf ich Ihnen vielleicht ganz kurz... Entschuldige, wir machen eine Umfrage und zwar zum Thema... Leg los. Was willst du wissen? Ach, du bist das, ja. War überhaupt nicht so wichtig. Die Leute sagen alle das Gleiche. Halt, David, was machst du denn hier? Mich von euch interviewen lassen. Aber dein Mitbewohner hält mich anscheinend für nicht geeignet. Worum geht es denn? Darmbinden? Ach Quatsch, Inflation. Wir fragen die Leute schon seit Stunden, bei welchen Sachen sie die Teuerung am stärksten spüren. Ist doch klar. Sprit, Heizung, Obst. Warum füllt ihr den Kram eigentlich nicht zu Hause aus? Weil das für ein Artikel ist und meine Zeitung ihre Leser nicht bescheißt. Sorry, ich wusste ja nicht, dass es um den Pulitzerpreis geht. Ich will euch ja nicht von der Arbeit abhalten. Aber du siehst so aus, als könntest du eine Pause gebrauchen. Kaffee? Ich lade dich ein. Dich natürlich auch. Oh, vielen Dank, aber ich habe echt noch zu tun. Geh du ruhig, ist kein Problem, ich schaff das auch alleine. Wenn du jetzt denkst, dass ich schlapp mache, hast du dich aber geirrt. Ein anderes Mal. Okay, dann viel Spaß noch. Du hast doch nicht wirklich gedacht, dass ich dich jetzt hängen lasse, oder? Du bist also Übersetzerin. Das ist bestimmt spannend. Naja, es geht so. Also ich mag meinen Beruf. Aber das große Los in Sachen Spannung hat Carla gezogen. Sie leitet ein Auktionshaus. Sicher stressig. Wie viele Sprachen sprichst du denn? Die romanischen Sprachen und Englisch natürlich, aber beruflich habe ich mich auf Spanisch konzentriert. Dann bist du bestimmt oft in Spanien. Ich habe demnächst einen Termin in Madrid. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben? Carla, du kennst doch Madrid wie deine Westentasche. Hast du mir nicht neulich erst von diesem wunderschönen Hotel erzählt? Du meinst es Dos Santos? Ich wohne privat, danke. Wenn du immer in Düsseldorf bist, dann hast du vielleicht mal Zeit, was zu unternehmen. Klar, wir können doch mal zu dritt auf die Piste gehen. Klar, wird bestimmt lustig. Super. Also nach meiner Scheidung hatte ich mir sowieso vorgenommen, endlich mal wieder unter Leute zu gehen. Vielleicht treffe ich ja doch irgendwann mal wieder einen richtig netten Typen.
Obwohl, so langsam habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass Männer und Frauen kompatibel sind. Manchmal beneide ich dich wirklich, Carla. Beziehungen zu Frauen sind doch viel entspannter, oder? Das überschätzt du. Stimmt auch wieder, sonst wärst du ja kein Single. Sollen wir noch was trinken? Ich muss los. Ich habe leider einen Termin. Ruf mich doch mal an, wenn ihr nach einem männerfreien Abend ist. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Tschüss. Tschüss. Haben wir uns ein bisschen überschätzt? Wieso? Ich hatte doch völlig recht. Sie ist definitiv lesbisch. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Graf. Sonst noch etwas? Das war's, Dankeschön. Da ist ja meine kleine Gräfin. Wie war's denn bei der Berufsberatung? Mir brummt jetzt noch der Schädel. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was man im PR-Bereich alles machen kann. PR-Referent, Projektmanagement, Marketing, was weiß ich nicht, was noch alles. Ich könnte Kommunikationswissenschaften studieren. Es gibt aber auch Ausbildungsberufe. Mein Berater meinte, ich soll erst mal ein Praktikum machen. Das klingt auf jeden Fall so, als könntest du erst mal etwas Entspannung gebrauchen. Ich habe eine Überraschung für dich. Komm mit. Na komm schon, es gibt ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Oh nein, wir haben Besuch. So würde ich das jetzt nicht sagen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Mach einfach mal die Augen zu, okay? So. Vorsicht, langsam. Langsam. So. Du kannst die Augen jetzt aufmachen. Ich habe mir gedacht, wenn du es erst mal wieder versuchst, dann bricht eventuell die alte Leidenschaft wieder durch. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schwer, wie du denkst. Na? Was sagst du? Hier. Pause. Du hättest vorhin ruhig Kaffee trinken gehen können. Spinnst du, dann wären mir die besten Antworten entgangen. Hier findet einer die schlimmste Preiserhöhung gibt's in seinem Lieblingspuff. Und das hier, das war so eine Luxustussi, die macht sich Sorgen, dass sie sich demnächst die Flüge in ihrem Privatjet nicht mehr leisten kann, wenn die Kerosinpreise weiter steigen. Jetzt verrat mir doch nicht alles, sonst langweile ich mich nachher bei der Auswertung zu Tode. Ach was, das wird lustig. Wir bestellen uns Pizza und... Nein, vielen Dank. Dabei musst du mir nicht auch noch helfen. Das ist doch wohl Ehrensache. Ich weiß, du meinst es nett, aber wirklich, ich schaff das alleine jetzt. Jetzt werd nicht komisch. Ich mach doch nicht auf halber Strecke schlapp. Judith, glaubst du, ich habe vorhin nicht gemerkt, wie gerne du mit David Kaffee trinken gegangen wärst? Das ist doch Quatsch. Das stimmt doch gar nicht. Na ja, okay. Vielleicht. Aber es war meine Entscheidung. Und ich helfe dir wirklich gern, ehrlich. Wozu hat man denn sonst Freunde? Hau ab, ruf David an. Vielleicht könnt ihr euch noch irgendwo treffen. Los, ehrlich, hau ab. Ich schaff das auch alleine. Okay, also gut, dann bis nachher. Hier die Nocturne. Weißt du noch, wie du die damals auf dem Konzert gespielt hast? Und wie ich mich verspiele. Das war die Nervosität. Aber wenn du keine Lust auf Chopin hast, ich habe hier noch was von Tschaikowski, das Thema aus dem Klavierkonzert. In B-Moll. Das spielst du doch im Schlaf. Lieber nicht. Also, die Überraschung ist ja mal gründlich in die Hose gegangen. Nein. Hör mal, ich freue mich wirklich sehr, dass du mir eine Freude machen wolltest. Aber ich weiß auch nicht. Das Klavierspielen, das bin nicht mehr ich. Dazu, Sarah, ich will dich auf gar keinen Fall dazu drängen, dass du dein Musikstudium wieder aufnimmst. Aber du liebst doch Musik. Ich weiß ja auch nicht, wie ich dir das erklären soll. Ich will neu anfangen. Ganz neu. Mit dir, aber ohne diesen ganzen alten Ballast. Gut, dann vertagen wir das Klavierspielen eben auf irgendwann. Oder wir vergessen es am besten ganz. Ach ja, ich habe auf dem Speicher übrigens die alte Tuba von Ansgar gefunden. Vielleicht
Würdest du ja lieber auf der ein bisschen rumträllern, hm? Ach, die alte Tuba von Ansgar, untersteh dich. Bist du sicher, dass du die nicht behalten willst? Falls du doch mal die Nase voll hast von Männern. Ganz besonders von Ansgar. Für den Fall habe ich ganz andere Pläne. Oder würdest du mich etwa abblitzen lassen? Oh, Nathan. Jetzt mal im Ernst, Carla. Wenn du dich wirklich so nach einer neuen Frau in deinem Leben sehnst, wieso gehst du denn nicht mal unter Leute? Wie gesagt, Sophia macht die Sache da schon komplizierter. Ach Quatsch, du kannst mir doch nicht erzählen, dass sich irgendwer von der kleinen, süßen Sophia abgeschreckt fühlen könnte. Das nicht, aber du kriegst schon andere Reaktionen, wenn du erzählst, dass du ein Kind hast. Sicher. Wann hast du das denn überhaupt zum letzten Mal probiert? Ja, siehst du, das sind nur deine Befürchtungen. Du musst endlich mal wieder weggehen. Ich passe auch gern auf Sophia auf. Aber das ist es doch nicht. Ich habe doch ein Kindermädchen. Und wieso bleibst du dann immer zu Hause? Ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses ganze Clubbing. Ist doch immer wieder dasselbe. Du gehst in den Club, flirtest, lernst jemanden kennen, dann hast du einen One-Night-Stand oder eine Affäre. Schon ist alles vorbei. Und das ist nicht das, was mir fehlt. Und wie wär's mit dem Internet? Es gibt doch bestimmt massenhaft Foren für lesbische Frauen. Selbst wenn. Jemanden im Internet kennenlernen. Unromantischer geht's ja wohl nicht. Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hey, Judith! Ach du. Ja, pass auf, dass du vor Begeisterung nicht umfällst. Ja, entschuldige, ich habe halt gehofft, dass jemand anders ist. Ja, David? Nein, mit dem habe ich abgeschlossen, das weißt du. Ach, das weiß ich. Konstantin. Ach, mit dem hast du diese komische Umfrage da gemacht, oder? Ja, aber er hat mich weggeschickt. Wieso das denn? Es war die ganze Zeit total krampfig. Und als dann auch noch David aufgetaucht ist, da... Da war er eifersüchtig. Nein, also nicht sauer oder so. Ich habe David ja auch gesagt, dass ich keine Zeit habe. Ja, und wo war dann das Problem? Ich glaube, Konstantin hat einfach keinen Bock mehr auf die Freundschaftsnummer. Ja, er ist halt verliebt, ne? Judith, lass einfach ein bisschen Gras über die Sache wachsen, dann merkt er nämlich, was du für eine Runkelrübe bist und entliebt sich von ganz alleine, glaub mir. Ja, hoffentlich. Weißt du, ich konnte Rebecca einfach nichts mehr vormachen. Du meinst so wie ich damals dir? Lass uns das Thema wechseln. Wie läuft's auf dem Schloss? Leonard hat den Flügel wieder aufstellen lassen. Ja, das ist doch prächtig. Dann kannst du jetzt dein Semester vorbereiten. Ich gehe nicht mehr zurück an die Uni. Wie, du gehst nicht mehr zurück? Das Spiel hat dir immer so gut getan. Woher glauben eigentlich immer alle zu wissen, was mir gut tut? Ganz einfach, weil es eine Sünde wäre, wenn du aufhörst, obwohl du so gut bist. Du hast so ein Talent, das ist was ganz Besonderes, das kannst du nicht einfach wegwerfen. Du übertreibst total. Nein, wenn du dich an den Flügel setzt, dann bist du eins mit der Musik. Das war immer so, das wird auch immer so bleiben. Weißt du warum? Weil die Musik dein Leben ist. Ihre 33, Redakteurin, sucht eine humorvolle, intelligente Frau für gemeinsame Stunden. Was mache ich hier eigentlich? Entschuldige bitte, ich wusste nicht, dass du... Ja, ist meine eigene Schuld. Ich habe mal wieder nicht abgeschlossen. Kein Problem. Ich bin auch gleich fertig. Also, Ja, klar, lass dir einfach Zeit. Ja.
Das Lied hat sie gespielt, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Unser Nachbar, der entschädigt für einiges, ja? Ihr geht gleich ohne Essen ins Bett. Das ist super, dann bleibt mehr für uns. Du isst doch auch mit, oder? Es gibt Penne mit Salzsoße. Entschuldigung, ich muss noch mal in die Uni. Wenn du in die Mensa willst, die hat um die Zeit doch schon zu. Nee, ich muss noch eine Aussage machen. Wohnung bis 400 € warm gesucht? Für dich? Ja, ich halte es für das Beste, wenn ich ausziehe.